Hi und willkommen bei Einfach Backen. Bei uns gibt es tolle Rezepte, die ihr ganz einfach zu Hause nachbacken könnt. Wenn ihr also kein Video verpassen wollt, schnell Kanal abonnieren und am besten noch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr wirklich kein Rezept. Ich bin Fabiana und wir machen heute zusammen eine Knopperstorte. Für unseren Boden brauchen wir Butterkekse und Butter. Dann kommt zwischen Boden und Füllung heute eine Zwischenschicht. Dafür brauche ich in etwa 3 bis 4 Knoppersschnitten und etwas Butter. Für die Füllung habe ich hier Mascarpone, weiße Kuvertüre, Sahne und etwas Sahnesteif. Und für unsere Glasur nochmal etwas Sahne, Zartbitterkuvertüre und nochmal 2 Knopperschnitten. So, wir starten mit unserem Keksboden. Die Butter dafür habe ich bereits in einen Topf gegeben. Die schmilzt jetzt und die Butterkekse gebe ich hier in einen Gefrierbeutel. Ihr könnt für den Schritt natürlich auch einen Mixer nehmen. Ich nehme hier gerne ein Nudelholz und einfach so lange zerkleinern, bis ihr ja so eine Art Keksmehl habt. Die Keksbrösel gebe ich jetzt hier zu der zerlassenen Butter dazu. Und das Ganze kommt jetzt hier in eine 26er Springform. Die habe ich schon mit Backpapier ausgelegt. Und hier verteile ich jetzt den Keksboden erstmal so ein bisschen grob mit dem Löffel. Und nehme mir dann so ein flaches Glas zur Hand und drücke das Ganze fest. So, die Kante hier, wenn die so ein bisschen hochragt, die könnt ihr gern auch mit dem Finger so ein bisschen runterdrücken, damit der Boden gleichmäßig wird. So, und dann kommt das Ganze in den Kühlschrank, bis die Butter wieder fest geworden ist. Und in der Zwischenzeit können wir unsere Zwischenschicht vorbereiten. Für die Zwischenschicht gehen wir jetzt ähnlich vor wie beim Keksboden. Das heißt, ich gebe hier die Butter in den Topf und lasse sie kurz schmelzen. Und kann dann in der Zwischenzeit auch schon die Knoppers, die schneide ich vorab ein bisschen klein, damit die nicht ganz so groß sind. Gebe die dann auch in den Gefrierbeutel und zerkleiner sie mit dem Nudelholz. Boah, das riecht echt lecker. Oh. So, auch die Brösel gebe ich jetzt hier zu der zerlassenen Butter dazu. Ja, die Masse wird jetzt ein bisschen kompakter, weil in den Knoppers eben auch so eine Cremeschicht drin ist. So, und auch die Schicht kommt jetzt hier auf den Keksboden drauf. Das verteile ich jetzt hier auch wiederum gleichmäßig drauf. So, und weil die Füllung jetzt hier oder die Zwischenschichten noch ein bisschen flüssig ist, kommt das Ganze auch in den Kühlschrank und in der Zwischenzeit können wir unsere Cremefüllung vorbereiten. Weiter geht's mit der Füllung. Dafür habe ich hier schon die weiße Schokolade geschmolzen. Die darf jetzt hier einen Moment noch stehen bleiben. Und jetzt schlagen wir die Schlagsahne auf. Na, dann gebe ich hier noch gleich Sahnesteif dazu. Sahne ist steif geschlagen, die bleibt jetzt noch kurz hier stehen, die brauchen wir gleich noch. In der Zwischenzeit gebe ich jetzt hier den Mascarpone in die Rührschüssel und die geschmolzene Schokolade. Verrührt das Ganze ganz kurz miteinander. Und heb jetzt von Hand die geschlagene Sahne unter. Dann kommt die Füllung auch schon auf unseren Boden drauf. So, rein damit.
Die Torte muss jetzt für ungefähr 1 Stunde in den Kühlschrank und dann kommt der Guss drauf. Unsere Knopperstorte ist fast fertig. Was fehlt, ist der Guss oben drauf. Dafür hacke ich hier die Schokolade klein. So, dann kommt die zurück in die Schüssel. Und hier habe ich bereits meine Sahne erwärmt. Die kommt jetzt hier noch heiß drauf. Und dann verrühre ich das Ganze, bis sich die Schokolade aufgelöst hat. Die noch lauwarme Schokolade kommt jetzt hier direkt auf den Kuchen drauf. Können wir hier schön mittig einfach drauf fließen lassen. So. Und dann nehme ich mir hier so eine kleine Hilfe zur Hand und verstreiche die Schokolade schön gleichmäßig auf der Torte. Ja, die fließt eigentlich auch schon ganz von allein in die richtige Richtung. Ja, so eine Knopperstorte ist ja schon eine feine Sache. Also einfach mal seine Lieblingssüßigkeit in eine Torte verwandeln. Was Besseres gibt es eigentlich gar nicht. Also wem ein Knopperstück nicht genug ist, der macht sich einfach eine ganze Torte draus. Auch nicht schlecht. Habt ihr denn schon mal eure Lieblingssüßigkeit in einer Torte verwandelt? Wenn ja, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. So, die Torte ist eigentlich fertig. Die gebe ich jetzt in den Kühlschrank, bis sie serviert wird. So, die Schokoglasur ist schön angezogen. Das heißt, wir können jetzt hier den Backrahmen entfernen. So, mal schauen, ob das ohne Schneiden geht. Ja, das sieht gut aus. So, wer will, kann natürlich noch ein Messer zur Hilfe nehmen und hier drum rumschneiden. Nicht hängen bleiben. Ja, das sieht doch gut aus. Und wer mag, kann jetzt hier noch ein paar Knoppers zur Hand nehmen und ja, so ein bisschen in dekorative Stücke schneiden und dann mittig oben drauf legen. So, sehr schön. Und dann wäre unsere Knopperstorte auch schon fertig. Ich hoffe, euch hat das Rezept genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Das Rezept zum Nachmachen findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und ihr aktiviert am besten noch die Glocke, dann verpasst ihr wirklich kein Video. Und jetzt viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, einfach backen.